Hallo Nadine, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's super. Und dir? Auch richtig gut, danke. Das Wetter ist gerade so schön, findest du nicht? Doch, total. Perfekt für draußen. Genau deshalb habe ich einen Vorschlag. Wollen wir am Wochenende ein Grillfest im Park organisieren? Das ist ein super Vorschlag. Wann sollen wir das machen? Ich würde Sonntag vorschlagen. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil ich am Sonntag arbeiten muss. Wäre Samstag auch okay für dich? Ja, Samstag passt mir auch gut. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Ich würde vorschlagen, dass wir uns um 13 Uhr am Stadtpark treffen. Dann haben wir noch viel Tageslicht. Einverstanden. Was sollen wir grillen? Ich finde es schöner, wenn wir auch etwas Vegetarisches anbieten. Da stimme ich dir zu. Wir könnten Würstchen, Hähnchenspieße und gegrilltes Gemüse machen. Hervorragender Vorschlag. Ich bringe gerne einen libanesischen Salat mit, das schmeckt sehr gut zum Grillen. Das gefällt mir sehr. Wer kümmert sich um den Grill und die Kohle? Ich könnte den Grill von meinem Bruder ausleihen. Kannst du die Kohle kaufen? Klar, kein Problem. Sollen wir auch Getränke mitbringen? Ja, ich bringe Saft und Wasser mit. Bringst du vielleicht eine Decke mit? Wie bitte? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Kannst du eine Picknickdecke mitbringen, damit wir uns hinsetzen können? Ah, verstehe. Ja, das mache ich gern. Was hältst du davon, wenn wir noch ein bisschen Musik machen? Ich habe einen kleinen Lautsprecher. Das finde ich super. Musik macht das Fest noch schöner. Sollen wir auch andere Freunde einladen? Ja, ich schlage vor, dass wir Elif und Marco fragen. Vielleicht auch noch jemanden aus deinem Deutschkurs? Guter Vorschlag. Ich frage meine Kollegin Sarah. Perfekt. Dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Samstag, 13 Uhr, Stadtpark. Ich bringe Kohle und Decke, du bringst Grill und Salat. Genau. Und wir laden noch Elif, Marco und Sarah ein. Super, dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich schon sehr auf den Abend. Ich mich auch. Bis Samstag, Mia. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo Sota, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe gerade gehört, dass unsere Lieblingsband im Juni ein Konzert in unserer Stadt gibt. Wirklich? Das ist ja toll. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen hingehen. Das ist ein super Vorschlag. Wann genau ist das Konzert? Es ist am 20. Juni, an einem Freitag. Passt dir das? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber ich muss erst nachschauen, ob ich an dem Tag arbeiten muss. Können wir uns morgen nochmal absprechen? Kein Problem. Aber wir sollten die Tickets bald kaufen, weil sie schnell ausverkauft sein könnten. Da hast du recht. Ich schaue heute Abend nach und sage dir Bescheid. Perfekt. Wie wäre es, wenn wir die Tickets zusammen online kaufen, sobald du Zeit hast? Einverstanden. Wer kauft die Tickets, du oder ich? Ich könnte das machen, wenn du mir später dein Geld gibst. Das passt mir gut. Wie kommen wir eigentlich zum Konzert? Mit dem Bus oder mit dem Auto? Ich denke, der Bus wäre besser, weil es in der Stadtmitte schwierig ist, einen Parkplatz zu finden. Das stimmt. Wo sollen wir uns vorher treffen? Wir könnten uns um 18 Uhr an der Bushaltestelle treffen, dann haben wir noch Zeit für ein Abendessen. Wie bitte? Ich habe die Uhrzeit nicht verstanden. Ich habe gesagt, wir treffen uns um 18 Uhr an der Haltestelle. Ah, verstehe, danke. Sollen wir vorher etwas essen? Ja, ich schlage vor, dass wir schnell eine Pizza essen, bevor das Konzert beginnt. Das gefällt mir sehr. Und nach dem Konzert, wie kommen wir nach Hause? Wir könnten ein Taxi teilen, das wäre sicherer, als spät noch mit dem Bus zu fahren. Guter Vorschlag. Dann fasse ich kurz zusammen. Freitag, 18 Uhr, Bushaltestelle. Du kaufst die Tickets, ich zahle dir später. Genau, und wir essen vorher Pizza und nehmen danach ein Taxi. Perfekt, dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich riesig auf das Konzert. Ich mich auch, Mia. Bis morgen dann. Bis morgen, tschüss. Tschüss. Hallo Jeji, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut. Und dir, alles okay? Ja, alles bestens, danke. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir am Wochenende in den Freizeitpark fahren? Das ist ein toller Vorschlag. Ich war noch nie in einem deutschen Freizeitpark. Wann sollen wir fahren? Ich würde Samstag vorschlagen, weil das Wetter da laut Vorhersage sonnig sein soll. Samstag passt mir gut. Wie kommen wir am besten dorthin? Wir könnten mit dem Zug fahren. Das ist entspannter als mit dem Auto. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, mit dem Auto wäre es günstiger, weil wir zu zweit sind. Da hast du eigentlich recht. Gut, dann fahren wir mit deinem Auto. Super, wer kauft die Eintrittskarten? Ich schlage vor, dass wir sie online kaufen. Dann sparen wir Zeit und Geld. Einverstanden. Um wie viel Uhr sollen wir losfahren? Wie wäre es mit 9 Uhr? Dann sind wir da, wenn der Park öffnet. Das klingt gut. Was machen wir mit dem Essen? Sollen wir dort etwas kaufen?
Ich finde es besser, wenn wir uns Sandwiches mitbringen, weil das Essen im Park sehr teuer ist. Guter Vorschlag. Ich mache uns gerne ein paar Sandwiches. Danke dir. Welche Attraktionen wollen wir zuerst ausprobieren? Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe gefragt, welche Attraktionen wir zuerst ausprobieren wollen. Ah, verstehe. Ich möchte unbedingt die große Achterbahn fahren. Das gefällt mir. Ich mag die Achterbahn auch sehr gern. Sollen wir auch eine Wasserbahn ausprobieren oder ist dir das zu kalt? Das wäre bestimmt lustig. Wir sollten dann aber Wechselkleidung mitnehmen, falls wir nass werden. Guter Punkt. Ich packe das gleich mit ein. Sollen wir auch noch andere Freunde mitnehmen? Ja, ich schlage vor, dass wir Ben fragen, ob er Lust hat. Guter Vorschlag. Dann fasse ich kurz zusammen. Samstag 9 Uhr, dein Auto, Tickets online, Sandwiches von mir. Genau, und wir fragen noch Ben. Perfekt, dann haben wir alles geplant. Ich freue mich schon total. Bis Samstag, Mia. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo Wei, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir zusammen mal eine Kletterhalle ausprobieren? Das klingt spannend. Ich war noch nie klettern. Wann hättest du Zeit? Ich würde vorschlagen, dass wir am Dienstagabend hingehen, weil da weniger Leute in der Halle sind. Dienstag passt mir leider nicht, weil ich einen Deutschkurs habe. Wäre Mittwoch auch okay? Ja, Mittwoch geht auch. Um wie viel Uhr wollen wir uns treffen? Wie wäre es mit 18 Uhr direkt vor der Halle? Das passt mir gut. Brauchen wir eine Anmeldung oder können wir einfach hingehen? Ich glaube, wir sollten uns vorher anmelden, weil die Halle sonst zu voll sein könnte. Guter Vorschlag. Kannst du das online machen? Klar. Weißt du zufällig, wie viel der Eintritt kostet? Ich glaube, es kostet ungefähr 15 Euro pro Person. Aber Studierende bekommen oft eine Ermäßigung. Das ist gut zu wissen, ich bin ja noch Student. Was ziehen wir eigentlich am besten an? Ich denke, bequeme Sportkleidung wäre am besten und feste Schuhe. Wie bitte? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Ich habe gesagt, wir sollten feste Schuhe tragen. Ah, verstehe, danke. Müssen wir eigentlich auch eigene Kletterschuhe kaufen oder reicht es, sie auszuleihen? Nein, ich glaube, man kann die Schuhe direkt in der Halle ausleihen. Das ist sogar im Preis inbegriffen. Das ist ja praktisch. Wie lange sollen wir bleiben? Ich würde sagen, 2 Stunden sind für den Anfang völlig genug. Danach sind die Arme meistens schon müde. Einverstanden. Was machen wir danach? Ich habe bestimmt Hunger. Wir könnten danach in ein kleines Restaurant gehen. Wie findest du das? Das gefällt mir sehr. Vielleicht können wir chinesisch essen gehen. Ich kenne ein gutes Restaurant. Super Vorschlag. Dann fasse ich kurz zusammen. Mittwoch, 18 Uhr. Du meldest uns an. Ich bringe Sportkleidung mit. Genau. Und danach gehen wir zusammen essen. Perfekt, dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch, Mia. Bis Mittwoch dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo Valeria, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's super. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir am Wochenende einen Escape Room ausprobieren? Das ist ein toller Vorschlag. Ich liebe solche Rätsel. Wann sollen wir hingehen? Ich würde Freitagabend vorschlagen, weil ich am Wochenende oft arbeiten muss. Freitag passt mir super. Welchen Escape Room sollen wir nehmen? Es gibt viele in der Stadt. Ich schlage vor, dass wir den mit dem Piratenthema nehmen. Das soll sehr spannend sein. Ich bin anderer Meinung. Ich finde den mit dem Detektivthema interessanter, weil ich Krimis liebe. Okay, das ist auch ein guter Vorschlag. Machen wir den Detektivraum. Super. Wer reserviert den Termin? Ich könnte das heute Abend online machen. Brauchen wir noch mehr Personen? Ja, ich glaube, wir brauchen mindestens 4 Personen für diesen Raum, sonst können wir gar nicht spielen. Dann sollten wir wirklich noch 2 weitere Freunde fragen, damit wir zu 4 sind. Wie findest du das? Guter Vorschlag. Ich frage meinen Bruder und seine Freundin. Perfekt! Weißt du, wie viel das ungefähr pro Person kostet? Ich glaube ungefähr 20 Euro, aber ich schaue noch mal genau nach. Gut, dann wissen wir Bescheid. Wo sollen wir uns vorher treffen? Wie wäre es, wenn wir uns direkt vor dem Gebäude treffen, um 19 Uhr? Wie bitte? Ich habe die Uhrzeit nicht ganz verstanden. Ich habe gesagt, wir treffen uns um 19 Uhr vor dem Gebäude. Ah, verstehe, danke. Sollen wir vorher noch etwas essen? Ja, wir könnten schnell einen Döner essen, das geht schnell. Das gefällt mir sehr. Und was machen wir nach dem Escape Room? Vielleicht könnten wir noch zusammen auf ein Eis gehen, wenn wir Zeit haben. Das wäre ein schöner Abschluss. Einverstanden. Dann fasse ich kurz zusammen. Freitag, 19 Uhr, Detektivraum. Ich reserviere, du fragst deinen Bruder. Genau, und wir essen vorher zusammen einen Döner. Perfekt. Dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch, Mia. Bis Freitag dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo Emika, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Weißt du schon, dass Lisa endlich in ihre neue Wohnung eingezogen ist? Ja, das habe ich gehört. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir zusammen eine Einweihungsparty für sie organisieren? Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Wann sollen wir die Party machen? Ich würde vorschlagen, dass wir sie in 2 Wochen am Samstag feiern. Dann hat Lisa genug Zeit, alles einzuräumen. Das passt mir gut. Wen sollen wir alles einladen? Ich denke, wir sollten die ganze Gruppe aus dem Deutschkurs einladen. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ich finde, es wäre besser, wenn wir nur enge Freunde einladen, damit die Wohnung nicht zu voll wird. Da hast du eigentlich recht. Gut, dann laden wir nur 10 Personen ein. Was sollen wir Lisa als Geschenk mitbringen? Wir könnten zusammen eine schöne Pflanze für die Wohnung kaufen. Das gefällt mir sehr. Wer kümmert sich ums Essen? Ich könnte nigerianisches Jollof-Reis mitbringen. Das schmeckt allen immer sehr gut. Klingt lecker. Ich bringe dann Getränke und ein paar Snacks mit. Perfekt. Weißt du schon, wie wir das alles zu ihrer Wohnung transportieren? Ich habe ein Auto. Ich kann alles problemlos mitnehmen. Super, das erleichtert vieles. Sollen wir auch Deko mitbringen? Wie bitte? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe gefragt, ob wir auch Luftballons oder Deko mitbringen sollen. Ah, verstehe. Ja, ein paar Luftballons wären schön. Um wie viel Uhr soll die Party beginnen? Wie wäre es mit 18 Uhr? Dann haben wir noch genug Zeit für den Abend. Einverstanden. Wer sagt Lisa Bescheid, dass wir vorbeikommen? Ich schreibe ihr einfach eine Nachricht und sage, dass wir sie besuchen wollen. Guter Vorschlag. Dann fasse ich kurz zusammen. In 2 Wochen, Samstag, 18 Uhr, ich bringe Reis und Pflanze, du bringst Getränke und Deko. Genau, perfekt. Dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich schon riesig auf die Party. Ich mich auch. Bis dahin, tschüss, Emika. Tschüss, Mia. Hallo Zawadi, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir am Freitag einen Bowlingabend organisieren? Das ist ein super Vorschlag. Ich habe schon lange nicht mehr gebowlt. Wo sollen wir hingehen? Ich schlage vor, dass wir in die neue Bowlingbahn in der Innenstadt gehen. Guter Vorschlag. Wie viele Bahnen sollen wir reservieren? Ich denke, eine Bahn reicht, wenn wir zu viert sind. Zu viert? Wen sollen wir noch einladen? Ich würde gerne Tom und seine Schwester fragen. Was denkst du darüber? Das gefällt mir. Ich bin dafür. Brauchen wir eigentlich spezielle Schuhe für die Bowlingbahn? Ja, ich glaube, die muss man dort ausleihen. Das kostet aber nur ein paar Euro, also kein großes Problem. Kein Problem. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es mit 19 Uhr? Dann können wir nach der Arbeit noch nach Hause und uns umziehen. Das passt mir super gut. Sollen wir lieber vorher oder erst nachher etwas essen? Ich finde es besser, wenn wir vorher essen, weil man beim Bowling nicht so gut essen kann. Da hast du recht. Wir könnten schnell etwas beim Imbiss essen. Wie bitte? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Ich habe gesagt, wir könnten beim Imbiss essen, bevor wir bowlen gehen. Ah, verstehe. Klingt gut. Sollen wir auch ein kleines Turnier machen? Wer am Ende gewinnt? Das finde ich witzig. Der Verlierer bezahlt dann das nächste Eis. Gut. Wer bezahlt die Bowlingbahn? Ich schlage vor, dass wir das Geld einfach teilen. Jeder zahlt seinen Teil. Einverstanden. Wer sagt Tom und seiner Schwester Bescheid? Ich schreibe Ihnen heute noch eine kurze Nachricht, damit Sie sich den Termin freihalten. Perfekt. Dann fasse ich kurz zusammen. Freitag 19 Uhr, neue Bowlingbahn. Vorher Imbiss. Wir teilen die Kosten. Genau, und ich sage Tom und seiner Schwester Bescheid. Super. Dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch, Mia. Bis Freitag dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo Bayou, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir im Sommer eine Kanutour auf dem Fluss machen? Das klingt richtig gut. Ich war noch nie mit einem Kanu unterwegs. Wann sollen wir das machen? Ich würde vorschlagen, dass wir das nächste freie Wochenende nehmen, wenn das Wetter warm ist. Das passt mir gut. Müssen wir ein Kanu mieten? Ja, ich glaube, wir sollten es vorher reservieren, weil es am Wochenende oft schnell ausgebucht ist. Guter Vorschlag. Kannst du das übernehmen? Klar. Brauchen wir eigentlich auch Schwimmwesten? Ja, ich glaube, das ist sogar Pflicht bei der Kanuvermietung. Aus Sicherheitsgründen. Gut, dann frage ich gleich mit, wenn ich reserviere. Was sollen wir anziehen? Ich denke, wir brauchen bequeme Kleidung, die auch nass werden darf. Das stimmt.
Sollen wir Wechselkleidung mitnehmen? Wie bitte? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Ich habe gesagt, wir sollten Wechselkleidung mitnehmen, falls wir nass werden. Ah, verstehe, danke. Was nehmen wir zu essen mit? Wir könnten Sandwiches und etwas Obst mitnehmen. Das ist einfach und praktisch zu transportieren. Das gefällt mir sehr. Und Wasser natürlich, weil es im Sommer sehr heiß werden kann. Genau. Was machen wir eigentlich bei schlechtem Wetter? Ich finde, wir sollten dann einfach auf ein anderes freies Wochenende verschieben. Das ist kein großes Problem. Einverstanden. Um wie viel Uhr sollen wir starten? Wie wäre es mit 10 Uhr am Vormittag? Dann ist es noch nicht so heiß. Das passt mir gut. Dann fasse ich kurz zusammen. Nächstes Wochenende 10 Uhr. Ich reserviere das Kanu. Du bringst Wechselkleidung mit. Genau. Und wir nehmen zusammen Essen und Wasser mit. Wie lange dauert die Tour eigentlich ungefähr? Ich glaube ungefähr 3 Stunden. Das sollte für den Anfang reichen, wenn wir nicht zu schnell paddeln. Perfekt. Dann haben wir alles organisiert. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch, Mia. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo Nicola, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir am Sonntag zusammen den Zoo besuchen? Das ist ein toller Vorschlag. Ich war schon lange nicht mehr im Zoo. Wann sollen wir uns treffen? Ich würde vorschlagen, dass wir uns um 10 Uhr am Eingang treffen. Dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Das passt mir gut. Wie kommen wir am besten dorthin? Wir könnten mit der Straßenbahn fahren. Das ist einfacher als mit dem Auto. Und wir müssen keinen Parkplatz suchen. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, mit dem Fahrrad wäre es schöner, weil das Wetter so schön ist. Da hast du recht. Das wäre auch schön. Gut, dann fahren wir mit dem Fahrrad. Super. Wer kauft die Eintrittskarten? Ich schlage vor, dass wir sie online kaufen. Dann müssen wir nicht so lange anstehen. Einverstanden. Machen wir auch eine Führung mit? Wie bitte? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Ich habe gefragt, ob wir eine Führung durch den Zoo mitmachen wollen. Ah, verstehe. Ich finde es besser, wenn wir einfach selbst durch den Zoo laufen. Das ist entspannter. Das gefällt mir auch. Essen wir dort im Restaurant oder machen wir ein Picknick? Ich würde ein Picknick vorschlagen. Das ist günstiger und wir können uns aussuchen, wo wir sitzen. Guter Vorschlag. Ich mache uns gerne ein paar Sandwiches. Super! Sollen wir auch eine Kamera mitnehmen, um Fotos von den Tieren zu machen? Auf jeden Fall. Ich möchte viele Erinnerungen an den Tag haben und die Tiere später nochmal anschauen. Danke dir! Welche Tiere willst du zuerst sehen? Ich möchte unbedingt die Elefanten und die Löwen sehen. Die mag ich am meisten. Das mag ich auch sehr. Dann fasse ich kurz zusammen. Sonntag, 10 Uhr, Eingang, mit dem Fahrrad, Tickets online, Picknick von dir. Genau, perfekt. Dann haben wir alles geplant. Ich freue mich schon total auf den Tag. Ich mich auch, Mia. Bis Sonntag. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo Martina, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir im Winter einen Tagesausflug zum Skifahren machen? Das klingt aufregend. In Argentinien fahre ich manchmal Ski, aber hier in Deutschland noch nie. Wann sollen wir fahren? Ich würde vorschlagen, dass wir im Januar fahren, wenn normalerweise genug Schnee liegt und die Pisten gut präpariert sind. Das passt mir gut. Welches Skigebiet sollen wir nehmen? Ich schlage vor, dass wir in die nächsten Berge fahren. Die sind nicht so weit von hier. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ich finde, ein größeres Skigebiet wäre besser, weil es dort mehr Pisten gibt. Das stimmt eigentlich. Gut, dann suchen wir ein größeres Skigebiet. Super, wie fahren wir dorthin? Wir könnten mit dem Bus fahren. Das wäre einfacher als mit dem Auto im Schnee. Einverstanden. Müssen wir Skiausrüstung leihen? Ja, ich glaube, wir sollten die Ausrüstung vor Ort leihen, weil wir keine eigene haben. Wie bitte? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Ich habe gesagt, wir sollten die Ausrüstung vor Ort leihen. Ah, verstehe, danke. Wer bucht die Skipässe? Ich könnte das online machen, bevor wir losfahren. Perfekt. Weißt du, wie teuer die Tageskarte ungefähr ist? Ich glaube um die 40 €, aber das kann sich noch ändern. Das ist gut zu wissen. Dann weiß ich, wie viel Geld ich mitnehmen muss. Was machen wir zum Aufwärmen danach? Ich würde vorschlagen, dass wir in eine Berghütte gehen und heiße Schokolade trinken. Ich mich auch, Mia. Bis dann.